Moin zusammen. Am 14. Februar war es wieder soweit. Durch die Veröffentlichung der 13F-Verlinks haben wir wieder einen Einblick erhalten in Warren Buffetts neueste Käufe und Verkäufe. Auf diese Käufe werden wir im heutigen Video eingehen. Wir werden uns einzeln die Positionen anschauen, die er neu hinzugekauft hat oder aufgestockt hat. Und uns fragen, welche Investmentthese wohl dahinter steckt. Viel Spaß mit dem Video. Eine Sache können wir vorab aber schon mal festhalten. Auch in diesem Quartal hat Warren Buffett unterm Strich wieder mehr Aktien fair als gekauft. Das bedeutet, dass seine Cash-Position weiter anschwillt. Doch bei dem Wort Cash-Position müssen wir vorsichtig sein. Denn wie es vielleicht falsch vermuten lässt, hält Warren Buffett das ganze Geld nicht bar auf der Bank, sondern investiert es in Anleihen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass er aktuell die Renditen aus Anleihen attraktiver einschätzt, als die Renditen, die er durch Investments in Unternehmen erhalten würde. Hier muss aber auch beachtet werden, dass der Pool, der Warren Buffett zur Verfügung steht, aus Unternehmen, die er aussuchen kann, extrem begrenzt ist. Denn sein Portfoliowert beträgt über 250 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass die Unternehmen mal mindestens eine Market Cap von 10 bis 15 Milliarden US-Dollar haben müssen, um eine signifikante Position aufbauen zu können, die einen Einfluss auf das Portfolio hat. Aber genug dazu. Werfen wir jetzt einen Blick auf die Investments, die Warren Buffett im letzten Quartal getätigt hat und fangen an mit seinem größten, Constellation Brands. Constellation Brands ist ein amerikanischer Bier-, Wein- und Spirituosenhersteller, wobei das Biergeschäft rund 82% des Umsatzes ausmacht und damit das dominierende ist. Die aktuelle Positionsgröße im Warren Buffetts Portfolio beträgt etwa 0,47%. Das Unternehmen hat er wohl zu einem Durchschnittspreis von rund 237 US-Dollar erworben. Aber sein Timing hätte durchaus etwas besser sein können. Denn das Unternehmen ist nach diesem Kauf um etwa 27% gefallen. Aber wir kennen doch alle das bekannte Zitat: Time in the market beats timing the market. Doch was hat diesen massiven Abverkauf ausgelöst? Schuld sind wahrscheinlich zwei verschiedene Faktoren. Zum einen die Quartalszahlen, die schlechter waren als erwartet, und zum anderen der drohende Handelskrieg durch Strafzölle, die durch die USA verhängt werden. Doch das sind nur temporäre Faktoren. Es hat aber im Gegenzug dafür gesorgt, dass die Bewertungen in noch attraktivere Niveaus abgefallen sind. Constellation Brand handelt aktuell 25,5 mal Enterprise Value to Free Cashflow und nur 12,4 mal Enterprise Value to EBIT. Das Enterprise Value to EBIT Ratio ist damit rund 30% niedriger, als es in den vergangenen 5 Jahren im Durchschnitt war. Was aber auch noch, abgesehen von den Bewertungen, extrem attraktiv ist, ist der Anteil, den die Insider am Unternehmen halten, nämlich etwa 15,3% zum aktuellen Zeitpunkt. Das bedeutet, dass sie von Kursanstiegen direkt profitieren würden und deswegen auch ein starkes Interesse daran haben. Somit ist die Investmentthese auch klar. Man investiert in ein Unternehmen, was extrem stabil und profitabel ist. Man hofft darauf, dass sich der Kurs wieder über die längere Zeit erholt, die Cashflows weiterhin stabil und berechenbar bleiben. Auch die Analysten sehen die Kursziele für in einem Jahr zwischen 190 und 300 US-Dollar, wobei der Durchschnitt etwa bei 236 US-Dollar liegt, was ein prozentualer Anstieg von knapp 38% vom aktuellen Niveau wären. Gehen wir damit aber jetzt auch über zum zweitgrößten Kauf, den Warren Buffett im vergangenen Quartal getätigt hat. Und zwar Domino's. Domino's ist ein Pizza-Franchise-Unternehmen und wurde erst im vorletzten Quartal neu ins Portfolio aufgenommen. Im letzten wurde die Position dann schon um 87% aufgestockt, auf jetzt 0,37% vom Gesamtportfolio. Durch die Aufstockung der Position im vergangenen Quartal liegt der Gesamtanteil, den Berkshire Hathaway im Unternehmen besitzt, bei inzwischen 6,9%. Der durchschnittliche Einkaufspreis, für den Warren Buffett das Unternehmen erworben hat, liegt dadurch in etwa bei rund 436 US-Dollar. Doch die zentrale Frage ist doch eigentlich, welche These steckt denn hinter diesem Investment? Domino's hat durch und durch ein gutes Geschäftsmodell. Es betreibt selbst in den USA einige Stores und wächst international durch ihr Franchise-Modell. Dabei verdienen sie den Hauptanteil durch die Supply Chain. Doch Domino's Wachstum in den USA ist wahrscheinlich inzwischen ausgereizt, da man über die Jahre hinweg einige Stores eröffnet hat. Aber international könnte man natürlich über dieses Franchise-Modell weiter wachsen. Das Wachstum wird wahrscheinlich hierbei im hohen einstelligen Prozentbereich in den nächsten Jahren liegen. Domino's wird dadurch zu einem klassischen Value-Titel mit moderatem Wachstum. In Zukunft wird man wahrscheinlich den Größteil der Renditen durch Dividenden und Aktienrückkäufe erhalten. Das ist dann somit auch wieder ein Titel, der klar in Warren Buffetts Anlagestrategie passt. Domino's bringt meines Erachtens nach aber auch ein kleines Risiko mit sich. Es könnte durch das abfallende Wachstum zu einer Multiple Compression kommen. Das bedeutet, dass die Bewertungsniveaus absinken und deswegen einige Kursverluste in naher Zukunft eingebüßt werden. Gehen wir jetzt aber auch über zum drittgrößten Kauf von Warren Buffett, und zwar dem amerikanischen Ölriesen Occidental Petroleum. Occidental Petroleum ist jetzt schon länger ein Teil von Warren Buffetts Portfolio und macht inzwischen 4,89% vom Gesamtwert des Portfolios aus. Der Gesamtanteil im Unternehmen selbst beläuft sich inzwischen auf sagenhafte 28,15%. Warren Buffett ist dabei vor allem von ihrer starken Position am Perm-Becken überzeugt, der größten Ölquelle der USA. Occidental Petroleum verdient seinen Hauptanteil durch die Förderung und den Verkauf von Öl und Gas. Aber auch Petrochemie spielt eine wichtige Rolle.
Doch warum ist trotz dieses starken Geschäftsmodells der Kurs von Occidental Petroleum über die letzten Monate hinweg immer weiter abgesunken? Das liegt vor allem daran, dass auch der Ölpreis sich ähnlich verhalten hat. Diese Unternehmen sind natürlich direkt an diesen Preis gekoppelt, da sie hauptsächlich Öl und Gas fördern und verkaufen. Hinzu kam aber noch eine Übernahme, die Occidental Petroleum getätigt hat und die deswegen einen gewaltigen Kredit erfordert hat. Das frisst natürlich irgendwo einen Teil der Earnings über die nächsten Jahre hinweg, was die Bewertung aber auch auf attraktive Niveaus zurückgebracht hat, da man durch diese Übernahme extrem an Free Cashflow gewinnen konnte. Und genau dort liegt auch der Kernpunkt der Investmentthese. Man hat ein Unternehmen, das ein extrem gutes und solides Geschäftsmodell hat mit einer starken Position am Permbecken. Über die Jahre hinweg wird man davon wahrscheinlich extrem profitieren können, was auch den Aktienkurs des Unternehmens wahrscheinlich beflügeln würde. Bei aktuellen Bewertungsniveaus von rund 1,7 mal Umsatz und etwa 13,6 mal Enterprise Value to EBIT sowie einem hinzukommenden Free Cashflow pro Jahr von 4,42 Milliarden US-Dollar ist Occidental Petroleum auf jeden Fall aktuell mal einen Blick wert. Das nächste Unternehmen, was Warren Buffett gekauft hat, ist die Holdinggesellschaft SiriusXM Holdings. Darunter fällt einmal der Satellitenradioanbieter SiriusXM und der Internetradioanbieter Pandora. Das Unternehmen macht nach dem Zukauf etwa 1% des Portfolios von Berkshire Hathaway aus. Selbst haben sie über 34% der Unternehmensanteile inzwischen in Besitz. Auch dieses Unternehmen ist wieder ein typisches Value Play, wie wir es von Warren Buffett kennen. Das Unternehmen weist moderates Wachstum auf, stabile Cashflows, die auch durchaus kalkulierbar sind. Das Unternehmen ist hierbei besonders für Investoren interessant, die vom passiven Einkommen profitieren wollen. Denn die Dividendenrendite liegt aktuell bei über 4%. Hinzu kommt noch, dass das Unternehmen mit ungefähr 1,1 mal Gewinn und 10,5 mal Enterprise Value to EBIT auch noch günstig bewertet ist. SiriusXM Holdings könnte vielleicht auch in Zukunft ein spannender Übernahmekandidat werden, denn das Unternehmensprofil passt gut in die rein, die Berkshire Hathaway bis jetzt schon erworben hat. Warren Buffett hat über die vergangenen Jahre hinweg diverse Unternehmen aufgekauft, vor allen Dingen welche mit starkem Geschäftsmodell und guten Burggräben. Hier würde auch SiriusXM gut reinpassen. Und bei einem Stake von inzwischen über 35% wäre das auch durchaus denkbar. Das sind aber natürlich alles wieder nur Spekulationen. Die Zukunft wird uns mehr darüber verraten. Kommen wir damit auch schon zum vorletzten Unternehmen, das Warren Buffett gekauft hat, VeriSign. VeriSign ist in zwei verschiedenen Geschäftsfeldern tätig. Zum einen Critical Infrastructure und zum anderen Domain Name Registry Service. Inzwischen macht das Unternehmen rund 1,09% des Portfolios von Berkshire Hathaway aus, wobei der Anteil am Unternehmen selbst bei inzwischen rund 14% liegt. Doch interessant ist eigentlich, dass das prinzipiell kein klassischer Value Play ist, wie ihn Warren Buffett durchführen würde, da es sich eher um eine Technologieaktie handelt. Trotzdem ist das Unternehmen extrem interessant aufgrund seiner enormen Profitabilität. Vermutlich ist es eher ein Investment, das durch Todd Combs oder Ted Weschler getroffen wurde. Das sind die beiden Investmentmanager, die die kleineren Positionen in Warren Buffetts Portfolio vertreten und managen. Doch das macht das Unternehmen natürlich nicht weniger interessant. Ich finde besonders spannend die hohe Profitabilität, die VeriSign aufweist. Die Bruttomarge liegt bei über 70% und die operative Gewinnmarge immer noch bei über 65%. Dazu kommt dann noch weiter anhaltendes moderates Wachstum. Und das Ganze zu einer Bewertung von gerade 21,8 mal Enterprise Value to EBIT. Deswegen finde ich das Unternehmen besonders spannend. Moderates Wachstum, eine günstige Bewertung und extrem hohe Profitabilität. Für mich ein sehr spannender Titel. Und damit sind wir jetzt auch schon beim letzten Unternehmen angekommen. Und zwar Pool. Wie der Name Pool vielleicht schon vermuten lässt, ist Pool ein amerikanischer Großhändler für Pool-Equipment. Hierbei verdienen sie ihr Geld durch zwei verschiedene Sparten. Zum einen einmal dem Erbauen von Pools und zum anderen für Pflege und Unterhalt. Sie verkaufen beispielsweise Chemikalien und Bauequipment. Und genau dieses Geschäftsmodell bringt zwei gigantische Vorteile mit sich. Zum einen operiert Pool in einer Nische, die so klein ist, dass sie einfach überhaupt keine Konkurrenz haben. Und zum anderen sind diese Umsätze wiederkehrend. In der Corona-Krise hat Pool natürlich Sondergewinne eingefahren, da die meisten Amerikaner sich dort einen neuen Pool angeschafft haben. Aber jetzt über die Jahre hinweg wird man natürlich weiterhin von der Pflege des Pools profitieren, weil man möchte schon einen Pool voll mit Algen bei sich zu Hause im Garten haben. Und genau hier macht sich dieses Geschäftsmodell bezahlt. Man hat langfristige, stabile, kalkulierbare Cashflows. Deswegen wird man als Investor wahrscheinlich auch von dem Geschäftsmodell in Zukunft stark profitieren können. Zudem operiert das Unternehmen extrem gut, was sein Kapitalmanagement angeht. Denn sie kaufen gezielt Aktien zurück und zahlen Dividenden aus. Aber auch gut kalkulierte Übernahmen gehören zum Tagesgeschäft. Auch wenn das Unternehmen im Berkshire Hathaways Portfolio gerade mal 0,08% ausmacht, finde ich es extrem spannend für mich als Privatinvestor. Und damit war es das auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.